Willkommen hier bei meinem Kanal Lenormand, Tarot und Co. Schön, dass du wieder dabei bist. Sei gespannt, was dich heute erwartet. Weniger ist mehr, ist ja heute das Motto des Tages. Nun, es gibt auf dieser Welt Orte, die findet man nicht auf Google Maps. Ganz besondere Orte, die sich dir nur zeigen, wenn du still wirst. Wenn du aufhörst zu wollen und anfängst zu verstehen. Einer dieser Orte ist der Nebelwald. Er liegt ganz versteckt. Dort ist es dunkel, mystisch und es riecht nach Moos und Magie. Viele verschiedene Tiere wohnen in diesem tiefen Wald und ebenfalls lebt dort auch eine Hexe, aber nicht die böse Hexe aus dem Märchen mit giftigen Äpfeln. Mirelda ist eine gute Hexe und hilft den Menschen, die zu ihr kommen. Nein, Mirelda ist wirklich anders, als andere Hexen ebenso sind. Sie macht keinen lauten Feuerzauber, tanzt herum und macht viel Geschrei um alles. Nein. Und dennoch verändern sich die Menschen, wenn sie ihr begegnen. Ihre Kraft liegt nicht im Tamtam, sondern in der Stille. Und im Wesentlichen, sie weiß genau, was sie tut. Diese Geschichte heute erzählt von ihr, von einer Kräuterfrau tief im dunklen Wald. Und vielleicht auch ein bisschen von dir. Lass dich einfach darauf ein. Lehn dich jetzt kurz zurück, öffne dein Herz und komm mit mir in den Nebelwald. Denn zusammen ist es weniger gruselig. Unsere Geschichte heißt Die Hexe im Nebelwald. Eine Geschichte über das Wenige, das alles ist. Im tiefen, dunklen Nebelwald, dort, wo das Sonnenlicht nur flüsternd durch die alten Bäume fällt, lebte eine alte Hexe namens Mirelda. Sie war sehr natürlich, weder berühmt noch gefürchtet. Und genau das machte ihre Magie so mächtig. Sie wirkte still im Hintergrund. Ihr Haus war sehr klein. Es gab keinen hohen Turm, keine mystische Bibliothek und keinen Kessel mit dampfendem Gebräu, aber immerhin gab es eine wunderschöne schwarze Katze, die das Bild der klassischen Hexe dann doch noch vollendet. Die Menschen kamen oft von weit her zu ihr, mit langen Listen und immer wieder den gleichen Wünschen. Manche lamentieren: Ich brauche mehr Geld. Andere sagen: Ich will endlich die große Liebe kennenlernen. Hilf mir, Mirelda. Und die nächsten haben wieder andere Themen, so wie mehr Erfolg, mehr Gesundheit, mehr Schönheit. Mirelda hörte immer ganz ruhig und sehr gut zu, schweigend, denn sie sprach nie viel. Dann reichte sie den Menschen immer 3 einfache Gegenstände, und zwar einen Kieselstein, ganz glatt geschliffen, aus dem Fluss, ein getrocknetes, braunes Blatt und einen Tropfen Wasser, gefangen in einem winzigen Glas. Verwundert fragten die Hilfesuchenden sie: Was? Das ist alles, was du für mich hast? Die Hexe lächelte nur freundlich, aber mit fester Stimme sagte sie dazu: In diesem Tropfen Wasser liegt Klarheit. Im Kiesel liegt dein Weg, in dem braunen Blatt die Weisheit des Vergänglichen und des Loslassens. Einige gingen sehr enttäuscht fort. Hatten sie sich doch ein wenig Show in Form von irgendwelchem Hokuspokus und Hexenzaubersprüchen erwartet. Bei ihnen war nach ihrem Besuch bei Mirelda nur ganz wenig oder gar keine Veränderung zu sehen. Doch manche blieben eine Weile bei Mirelda. Sie verstanden ihre Worte und hörten den Sinn zwischen den gesprochenen Worten der Hexe. Sie spürten die Magie und die Energie, die in diesen 3 kleinen und einfachen Gegenständen enthalten war. Sie erkannten, dass es eine ganz besondere Essenz war, die die Hexe ihnen mit auf den Weg gab. Diese offenen und wertschätzenden Menschen trugen den Kiesel in der Tasche, das Blatt im Buch,
den Tropfen Wasser an ihrem Herzen mit sich. Und nach Tagen, Monaten oder sogar manchmal nach Jahren kehrten sie zu der Hexe in den Nebelwald zurück, verändert und irgendwie erleichtert. Die Augen dieser Menschen leuchteten jetzt nicht mehr vor der Gier, etwas haben zu wollen oder zu müssen, sondern vor Erkenntnis. »Ich verstehe jetzt«, sagten sie. »Das Wenige hat mich zu mir selbst geführt, zu meiner Essenz.« Mirelda nickte und lächelte bedächtig. »Das Wenige«, flüsterte sie, »ist das, was bleibt, wenn alles andere gegangen ist. Und genau dort beginnt wahre Magie. Schließe nun kurz die Augen. Stell dir vor, du stehst mitten im mystischen Nebelwald. Der Boden weich, die Luft kühl. Und vor dir ein Kiesel, ein Blatt, ein Tropfen. Du hebst sie alle drei auf und spürst, ich brauche nicht viel. Ich bin genau jetzt genug. Atme tief ein und nimm diese Stille mit in deinen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Geschichte hörst. So, und wenn dir die heutige Geschichte gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und über einen kleinen Kommentar aus deiner Zauberwelt. Und auch wenn du den Kanal abonnierst, damit wir uns bald wiedersehen im Wald der Geschichten und Impulse. Bis dahin, bleib magisch, bleib du und vergiss nicht, das Wenige ist manchmal alles,